Möchte die Gnade unseres Herrn Jesus Christi, die Liebe Gottes und die trostreiche Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns sein in dieser Stunde, wie auch immer und zu allen Zeiten. Amen. Mocht hier jeder einen Willkommen heute Wort hier nicht aus, aber auch jeder einen Willkommen heute Wort morgens Wort horchen. Nur das Andacht, wir freuen uns, dass wir das tun können und dass wir können mit ihnen sein. Wenn ich mir an mich denke, ich muss sagen, ich bang unter die Gemeinde. Ich hatte nur ein paar Wochen nicht gesehen. Ich bang mir nicht. Nehmt je een gras aan en dan zou de Heer wel we morgen nog weer te je treden. Zo we gaan naar de aandacht. Can we the announcements on, please? Well, good evening and good morning. We konnten merken, die waren op Engels zijn. Dat stuk het niet ganz so sehr, we waren op Engels doen. So, a few announcements. There's some on the prayer list, or they are giving thanks and praise for what they have received, and that is Jake and Mary Clausen and Frank and Helen Fair. Made it back from Mexico, and they're doing better. So they would like to extend a big thank you to the church for the prayer support over the past few weeks. And then please pray for the individuals suffering from COVID-19, those in isolation, and everyone that is affected by it, whether it be job loss. I mean, there's some places that have shut down, or many places have shut down, so that means there's people out of work, and I'm not sure what that could get stressful, I believe, and so continue to go into the church website for updates. We will try to have an update by the beginning of next week. We will also send an update on the automated text. So, so just please keep checking and see what we find, and just what happens over this next while. And I know there's many in the world living in fear at this time, but not me, not us, I would say. In Psalm 61 says, I'll just want to read verse 1 and 2. Hear my cry, O God, attend unto my prayer. From the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Here's why we don't have to be afraid. God is in control. He's got this. Thank you. God bless you. Good evening and good morning. We're in ontvang met nummer 353. Welke treuer Freund is Jesus? Nummer 353, en dat wat hier zijn, willen we opstaan. Welke treuer Freund is Jesus, der du immer hilfst so jör. Welke würdig ist zu bringen, alles in je bid zum Herrn.
erbij laden, best die kijk het jaar. Jezus is er met een sterk, jij blijf ik aan mij zu dem Herrn. Steigst die einsamen verlassen, ihm als einzig treuen Herrn. Bring ein Freund all im Lagen, alles hem jij bid zum Herrn. Dan waren we even in nummer 202. Ich brach dich alle Zeit. Nummer 202. Ich brach dich alle Zeit, du treuster Freund. Mein banges Herz wird still, mit dir vereint. Ich brach dich, oh, ich brach dich, Jesus, ja, ich brach dich. Ich komm zu dir, mein Heiland, oh, segne mich. Ich brach dich alle Zeit, Herr, bleib bei mir. Versucht und kraftlos fliegt, bin ich bei dir. Ich brach dich, oh, ich brach dich, Jesus, ja, ich brach dich. Ich komm zu dir, mein Heiland, oh, segne mich. Ich brach dich alle Zeit, in Freude und Schmerz, denn oh nein, ich bleib leer und oh das Herz. Ich brach dich, oh, ich brach dich, Jesus, ja, ich brach dich. Ich komm zu dir, mein Heiland, oh, segne mich. Ich brach dich alle Zeit, zeig mir den Pfad, denn einst dein treuer Fuß jij wandelt hat. Ich brach dich, oh, ich brach dich, Jesus, ja, ich brach dich. Ich komm zu dir, mein Heiland, oh, segne mich. Ich brach dich alle Zeit, dein ehrlich sein. Du heiliger Menschensohn, ja, dein allein. Ich brach dich, oh, ich brach dich, Jesus, ja, ich brach dich. Ich komm zu dir, mein Heiland, oh, segne mich. Dankeschön für die sehr passende Leiter. In dieser Zeit, dass wir besonders dort wir die Zeit, was wir ansehen, dort wir die Brücken down. Und ich möchte uns hier wieder lesen von Texte von der so uns Wort an soll, deinen von Erbauung, dort wir nur an dem Herrn getackelt worden, und dort wir kennen, die Fried haben in dieser Zeit, dort wir können abkicken nach dem, was der Herr für uns recht gemerkt hat, und dass wir uns kennen, dort zu freien, dass wir nicht verzehren brücken. Und ich möchte den lesen aus Matthäus Kapitel 22, Vers 37 bis 40. Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Und an einer von euren ein Schriftgelehrter versagt am und sagt, Meister,
wat is das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus sagt ham, du sollst lieben Gott dienen, Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand. Das erste Gebot, das erste Gebot. Das andere ist, sei mit einem überein oder ähnlich, du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Und diese beiden Geboten hängt der ganze Gesetz und die Propheten. Aber wieder gehen, und wir noch beten. Uns großer Gott und liebe himmlischer Vater, wir kommen an die in diese Abendstund, wo wir sein Morgenstund, und sagen dir Dank, dass wir können hier so taub kommen, dass du uns das geben hast, dass du uns dein Wort gegeben hast, und dass du uns lehren hast, dass wir immer weiter sollen und die kommen, und dass wir an die kennen, der Leib, der Kraft und der Frieden haben, und Vater, dass du für uns dort recht gemerkt hast, für die Ewigkeit. Vater, wir danken dir und wir beten, gib uns, was wir das nicht betrachten, dass du möchtest uns die Leitung von deinem Heiligen Geist geben, dass du möchtest uns geben, dass wir das können verstehen, vernehmen, am Herzen annehmen, dass du bewegen und dass du kann arbeiten. Und ich bete besonders, dass du möchtest ihnen deiner, die Mut, die Kraft, die Freudigkeit und die Gesundheit geben, dein Wort recht zu verkennen, nur deinen Willen, zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung und zu unserer aller Erbauung. Vater, das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich werde noch auf Englisch auch noch lesen. In Matthew 22, verse 35 to 40. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. So weit dat lezen in Gottes Wort. Wat we hier nu kijken doen, en vandaar, ik geloof, we gaan alle onze gedanken, we weten dat we zijn in een tijd naar Jeroden, wo we sehr veel Regeln en Gesetzen haben, wo die Regeln Gesetzen sind, wat we in een Monat nicht wissen, wat er dann passiert, dat al dat wat er in der Welt passiert, dat we in den Virus, wat er rumgeht und so, dat die Dinge waren passiert, dann sie ans Land und sie es eigentlich gefällt mit Gesetzen und mit Regeln. Aber wir kicken dann, dass Jesus das sagen, dass die Juden wären auch an ihren Sohn, waren auch nicht krank um diesen Weg. Aber die Juden haben auch so viel Gesetzen, sie wären da, sie haben die Tiere geboten. Aber dann haben sie an ihr Sekt noch, mir wird gesagt, wir wären über 613 Gesetzen und Regeln, was sie sich selbst gemerkt haben. Sie sollen nicht das tun, sie sollen nicht dort tun, sollen ja tun, sollen dort tun. Und so wieder, den Sabbat muss gehouden worden. Sie können mal so weit am Sabbat gehen. Und am Sabbat können sie mal diesen Weg die Schau verbringen, den anderen Weg wie arbeiten. Und so wieder, sie können eten nicht mehr. Und dort mussten sie so eten. Und können mal so weit gehen. Und so wieder, die haben all die Regeln. Und da wir, und sie unterhalten sich als Schriftgelehrte so viel von diesem, wohnt es nicht das Wichtigste, wohnt es das Ganze. Und das Gesetzgeber, das Schriftgelehrte, der will Jesus stoppen, ist abtragen, sagte, wohnt es nicht das Wichtigste. Und ich glaube, wir haben hier von der Tanzschnell hier, wenn das Gesetz, was sie haben, auch manche auch noch gut werden, auch noch fein werden, auch angebracht werden, doch du wir noch ein, was viel welcher wäre. Und so jeder von der, waar we de nieuwigheid houden, dan hier we dat. Doe dit, doe dat, doe die waschen, doe die niet met mensen komen en doe dit niet en doe dat niet. En dat blijft immer en door, dat fehlt nog en dat zal je doen. En dan komt dat maar door. Wat is het wichtigste? We willen wieder daarop gaan. Dit zijn landesgesetzen en we willen deze achten. Ja, we willen dat landesgesetzen ongedaan zijn. We hebben de verantwoording. En door nog te houden, zolang als dat landesgesetz niet in Gottes Ordnung geht, dan zijn we verplicht door ons door nog te checken oder door de hand te geven. Aber dat is nu als wenn we worden Jezus vragen, wat is nu het wichtigste van al dessen, wat we eigenlijk tagtäglich hier en zo froh dat we worden het radio aanhangen, de nieuwigheden zijn, de post lezen, dan ist da, was ist nicht das Wichtigste? So schlimm und so wichtig, als das alles sind. Aber
da ist noch ein, was noch viel wichtiger ist, als was alles, was wir uns gesagt wird. Nicht, dass wir von diesem verschont bleiben sollen, ja, wir beten dafür, dass wir selber verschont bleiben für die Krankheiten, dort das reicht, das soll wir tun, da haben wir die Verantwortung für. Aber da ist noch was wichtiger. Und dort die durch diesen kommen mit dem festen Hol an Jesus Christus. Wir sehen dort so viele Menschen, durch all das, was passiert, die verzeihen, die waren mutlos, die würden sein depressed, die weten nicht, was sie tun sollen, und die tun mit anderen Dingen, was nicht angebracht sind, oder nicht sollen getan worden. Sie weten nicht, wohin und nicht, wo tun. Und hier, Jesus schafft uns das gebaut, dass wir können durchkommen, nicht, dass wir können, ein Wort sprach uns nicht aus diesem Rüt zu nehmen, aber er sprach uns durchzunehmen. Wir brauchen nicht verzeihen, wir brauchen nicht abgeben, wir brauchen nicht in ein falsch leben, dass uns das Wort zubreken. Wir können abchecken nach Jesus, dass wir können Mut holen, dass wir können die Friede in ihm haben. Und dort, wo wir die Friede haben, dann die Trost sind und dass wir können die Friede in ihm haben. Das fehlt uns in dieser Zeit mehr als jemals uns Verhältnis mit dem Herrn. Wir kicken down, wir sind durch viele Tiden gegangen. Ich sage nochmal nicht so weit in der Welt, aber ich denke, dass wir in den Tiden in Anfangs 1900 Jahren, wo die Menschen von Russland kommen, da in eine große Trübsalzeit, wo die sehr verachtet und gequält werden. Und dann auch hier in unserem Land die große Depression und die Krankheiten, die sind gewesen, so wieder ein oder andere. Du hast viel gekommen, was ist. Und der Herr, der hat uns nicht, wir würden wollen sagen, nicht so viel da geholfen, aber der Herr hat die Jahre, die an ihm gelebt haben, der hat die durchgeholfen. Und ich glaube, das ist, was uns Ziel in diesem auch sind, dass wir uns fehlt, das Verhältnis mit dem Herrn mehr, ich würde sagen, als das jemals gehabt hat. Das ist nicht bloß diese Krankheit, aber all die Flauschelieren und all das, die beiden Dinge, die getan wurden, wir brauchen dem Herrn, dass wir eine Hol an ihm haben. Und wenn wir hier nach diesem Tag gehen, wenn wir hier kicken down, das erste, was wir da sehen, ist, Jesus braucht das Wort Leib. Der Leib, wenn wir kart down, ich würde nicht eine andere haben, um das Wort Leib, aber kart eine Betrachtung. Leib ist ein Ding, was uns toptragen wird. Wenn wir ein Leib zu jemand haben, dann sind wir mit ihm top getragen, oder als wenn uns toptragen wird. Und der Leib, wenn die da ist, der tagt uns taub und dort jaft uns ein Vertrauen ein auf den anderen. Hier noch mehr davon. Und von dir ist dort, dass wir die Leib zu Gott haben, nur angetragen worden, dort uns Vertrauen, was wir auf Gott haben, dort das kann gebiet worden, dass ich kann feststehen, dass ich kann sicherstehen. Wie Jesus sagt uns in seinen Aufschiedsreden, Johannes 14, Vers 1, je hart, laat niet geschraken, laat niet angst worden. Geloof aan God en geloof aan mij. Hij zegt, door al te doen, dat we door, dat is geen rood, dat we van daar aan denken aan God te leven. En aan God, waar we richtig leven doen, daar waar we ook leven aan onze God. En hij zegt, dem Herrn dienen, God dienen Herrn. De Herr is als de jager, wat alles in zijn hand heeft. We zijn in zijn hand, ons land is in zijn hand, ons familie wat we hebben, dat is alles in God zijn hand. En we willen ons dat zijn, maar we door het verloten, dan zijn we eerst dat in de zekere hand. Maar ik mocht hier eind betonen, even wieder gaan, dit is des trouws wat we van daar hebben. Dat is voor die wat Jezus als Herr en Heiland hebben aangenomen. Dit is niet voor de wereld. Dit is voor die wat aan Jezus leven. Die wat Jezus zin en bekend hebben dat ze verloren werden aan vergeving vragen en dan vragen dat Jezus zal in God komen, Heiland zijn en dat ze dat geloven, dat Jezus voor hen gestorven is, dat zin en alle betoeld zijn en dat ze dat geloven, dat ze durch diesem dat eigen leven hebben en dat ze dan durch diesem geloven, dat ze dan angespaard worden te leven wat dem Herrn gefallen deed. Nicht bloß zu leben, aber dann auch dort zu leben. Aber Paulus schrift in Römer Kapitel 1 sagte, der Gerechte,
die wordt zijn Glauben leven. Aber hij geht hier wieder, hij sagt, leven van ganzen Horten. Wir zijn ans Hort, von wo alle onze bewegingen komen uit. Wenn wir ons Hort betrachten, dan, ja, da wordt hij gesagt, dit is een Hortensacher, dit is een Horten down en zo wieder. Aber wenn wir kijken down in unserem geistlichen Leben, das Hort ist von wo all onze bewegingen komen uit, all onze, wat we doen, wat we zijn, wat we denken, wat we arbeiden doen, dat moet alle vom Hort komen. Wenn ons Hort nicht schaffen dat, dan kunnen we ons ook niet bewegen, dan kunnen we ook niet staan. We moeten zijn, dat Hort is de grond van wo alles komen uit. Van wo alles herkomen uit. Wenn dat Hort niet schafft, dan schafft dat alle niet. We weten dat, waar we wat buren doen, wat niet, er moet een grond zijn. Er moet een foundation zijn, waarop we buren doen. En we hier willen kijken in onze leven te gaan, dat vangt van den grond aan, van onze Horten, zal onze leven te God onze voeten zijn. Dat een Hortensleven is, dat ons dat bewegen dat toe. En we zien, dat ik eerst al zijn, de leven, die tragt. En die leven te onze God, die tragt ons te onze God. Dat we nu de naam getakken worden, dat we meer van hem hebben. En dat we meer troost en vrede en ook de vrede in hem hebben. Al dat andere, dat ons grond, al dat andere, dat we dat, ik wil even anders zijn, dat al dat onder onze grond van Horten niet wegnemen kunnen. Want we door eerst, wanneer er dingen zijn im leven wat ons schwer zijn, en we door op zorgen doen en vergeten doen en ons door houden, dat versterkt onze leven te onze God. Er is niets tussen ons en onze God, dat wordt deze leven hängen kan. Dat we zo leven, dat we ons vertrouwen, ganz op hem hebben, en dat we al deze zware tijden, wat we nu binnen zijn, dat ons dat niet hängen kan in onze leven te onze God. We willen oppassen, dat we onze zorgen en ons schreeuwen, onze angst, dat we onze leven niet steren kan. En dan is de eerste punt, dat we van Horten am leven doen, dat er niets niet tussen ons en onze God staat, wat ons deze leven steren deed, dat ik kan wegnemen. Maar dan wieder, dan gaat Jezus zo en zegt van de ganze zijde, de zeil, wat we zijn, is dat geestliche leven, wat God den Menschen gegeven heeft. De zeil is dat leven, wat jeder Mensch krijgt. Dat is wat van God komen deed. De zeil, wat de Himmel niet sterven wordt. En dan wordt het wat zijn in eeuwigheid, die wordt niet sterven. En dit fordert niets weniger als de wedergeboorte. Dat we dem Herrn, onze God, met de zeil leven doen, moeten we wedergeboren zijn. Ik kan niet eerst al daarvan dem Herrn Jezus als onze Heiland aannemen. Ohne de wedergeboorte, mijn lieber Tauhier, dat kan we God niet van Horten leven. Durch de wedergeboorte, dan krijgen we door verbinding met hem, durch zijn Heiligen Geest, dat de Geest komen deed, en ons arbeiden deed, en ons leven deed, en dat hij ons leiden en vieren kan. Dat hij ons kan moed geven waar de moed veelt, troost geven waar de troost veelt deed, maar dan ook dat verhältnis, dat we met hem, en zoals we lezen op 5 kapitel 4, dat we met den Heiligen Geest, die wat ons verzegelen deed, er verbinden deed, door met onze God. God te leven, zodat dat zijn Heilige Geest ons kan, zijn leitung en zijn führung geven. Dat we ons de hand geven, onze leven, dat God met zijn Geest ons kan, door leitung en führung geven in allem wat we denken, wat we zijn en wat we doen. Dat we van hem vieren doen en hij wordt ons in alle waarheid vieren, zoals Jezus ons zijn deed. En zijn afscheidsreden. Die wordt ons in alle waarheid leiden. Wenn ik Jezus als Heiland heb, dat kan zich niet God zijn verspreken toe ihnen. Dat kan ik van God zijn zeer reden. Mijn lieber Toehörer, we hebben die best. Wenn Jezus nicht aus ihnen Heiland hast, dann kostet die, das Gott versprechen, was er gegeben hat, kostet dort nicht zu ihnen. Das braucht wirklich, zoals ik hier zei, de ware Geburt. Dat is als van Jezus zijn wil. Ik verspreek die niet uit al deze lehren eruit te helpen,
Aber ik verspreek die dat ik wil met die zijn, dat ik die wil durchhelpen, dat die worst kan door durchkomen, ohne dat die ondergaan is, dat die alle die eeuwigheid verlieren is. Aber ik wil, hij zegt, ik wil dienen zeilen raden. Hij wil, wat we am leven doen, hij wil onze zeilen raden, en dat is voor eeuwig. Al dat andere, dat is voor deze tijd. Jo, wat we hier in diesem leven hebben, ook al deze verzoeken wat we hebben, dat is voor deze levenstijd. Aber onze zeil, dat is eeuwig. En wat we dan lezen dan in Psalm 121, vers 8, waar hij ons daar zegt dat de Heer wordt die bewaren, voor een bijzijn en dan vers 8 zegt de Heer bewaart die vooruitgaan, en ook de Heer wordt die bewaren van hen komen. Dat redt hier van dem, hoe we uit diesem leven worden uitkomen en dan worden en de heerlijkheid komen. De Heer wordt ons dat bewaren. Maar dan nog een punkt, nog kort wat we hebben. Hij zegt, Gott dem Herrn te leven van ganzen Horten, van de ganze Zeil en met onze ganze verstand. Gemüte braucht die Hochdeutsche door, weil ich dat is het verstand. Dat we God leven doen met onze ganzen verstand. Dat we dat naar aanlenken. Ons verstand. We kunnen daar zoveel met versterken. Aber God is ons verstand, wat onze verstand is. Dat is als een open buik. Ik kan voor jullie hier veel versterken, voor mensen veel versterken. En dan denken ze, nou, dat is niet slim. Maar laten we het hier. God, die weet wat in mijn hart is. Die weet wat in mijn verstand is. Die weet wat voor de gedanken zijn. Wat van de zielen, wat van de plannen, wat ik immer door mijn verstand heb. Met onze verstand, waar we hier wieder gaan, met ons verstand, dan merken we entscheidungen. Ja, we hebben dat verstand, we merken entscheidungen. Weil we dit doen, weil we dat doen, weil we dat doen. We merken dat wat je braucht om de entscheidung merken. Met ons verstand merken we wat we ons vernemen. Ja, we hebben ons verstand, van dat nacht is dat geeft ons, wat ons vernemen is. Wat wil ik van der doen en wat wil ik morgen doen? En wat wil ik staan? En zo wieder. En we gaan naar geestelijk komen. Dat we ons vernemen hebben. En wenn wir ein Vernehmen haben, Gottes Wort zu lesen, weil wir ein Vernehmen haben zu beten, weil wir ein Vernehmen haben, unsere Gedanken an Gott zu lenken. Dat ist, was wir hier und dort. Das ist das Genatz und das Richtige gebaut. Wir können uns vernehmen, ab dem Herrn, wir können uns das vernehmen, uns ab dem Herrn zu verloten. Ja, wir können uns das vernehmen, und das, was ich tun. Und dann, wenn es durch schwere Tiden gibt, durch dunkle Tiden gibt, und wir würden können sein Arbeiter geben, doch wir können uns darauf, wir können es vernehmen, ich will mich trotz all dem ab dem Herrn verloten. Aber wir können es auch vernehmen, dass wir uns wollen ohren, oder dass wir wollen, oder dass wir nicht wollen vergeben, und dann steht, uns zu trösten, oder wir können es vernehmen, wir wollen nicht Trost haben. Wir wollen das selbst sehen, wir haben, da wir, ich würde dann sagen, die negativen Gefühlungen, und wir kennen das so leicht, dass wir davon reden, davon denken, und das lenkt uns von Gott auf. Leven, dat is een vernemen. Wat je weet, deze leven, en ik ga eens hiervan reden, dat is een vernemen. We reden en vaak van wie doen het leven, want iemand ons wat koude tijd, dan leven die, dan wel weer wat koude doen. Maar mijn leven toe hier, leven is niet wat we krijgen, leven is wat we geven. Waar we ten Beispiel nemen am Eierstand. Wanneer de man zijn vrij leven deed, wanneer alles kloot gaat, dan is dat maar een zeer vlakke leven. Maar wanneer die mens zegt, ik wil mijn vrij leven en down, wat er passeren deed, als er krankheden of schwierigheden of verscheidenheden zijn, ik neem het voor, ik wil leven. En dan is dat een leven wat er wordt arbeiden en dat is een leven wat God zegenen kan. Wanneer de mens zich dat vernemen heeft, ik wil leven in alle omstandigheden. Dat is zo'n eigen wat de Heer zegenen kan. Maar zo ook God te leven met ganzen harten en verstand. We kennen, we hebben anders als dat we aan leven doen. Maar we denken dan, wat heeft de Heer van ons gedaan? Wat heeft God gedaan? Hij heeft wel eens zijn eingeboren zijn hand te geven.
dort auf diese Welt, auf diese sinnige Welt zu kommen und dort zu lehren, uns zu lehren und dann sich dort verspotten lassen, verschlonen lassen, schließlich am Kriegstonell lassen, dass er unsere Sünden Schuld betonen. Soll wir da nicht, soll uns da nicht reizen oder ein paar anspornen, zu leben? Wir sind so viel für uns getan haben, und Gott zu leben und vernehmen in alles und in alle Umstände. Aber wir kicken dann auf uns Volk. Ja, wir sind nu in einer schweren Zeit, aber wir kicken dann über die Jahren, ich kann nicht von was ich von erst einmal gehört habe, und so wieder. Aber wenn wir kicken, wo unsere Vorväter, und ich will bloß zurückgehen bei der Zeit in Russland, von 1780 bis 1880 schon ungefähr, wo schwor, die Lieder gehört haben, wo die da sind, durch so eine gewaltig schwere Umstände gegangen, so viele Menschen umgebracht. Aber doch, was es passiert, Gott hat dann geleitet und geführt, und Gott sehen erst dort, was wir von dir haben, dort erst eigentlich sein Hand mit Thronen und Blut gesät, und dort wir hier können ernten. Soll wir unseren Gott nicht ganz von Horten leben? Soll uns dann nicht anspornen, dort Frau zu sein, für dort, was er für uns getan hat? Aber dann wird uns dort teil, dass Gott uns nicht immer wird uit unsere Schwierigkeiten helfen, aber er wird uns dadurch helfen. Sag ich soll erwähnen, den Psalm 121, Vers 8. Er wird uns dadurch helfen, die kann ich den ganzen Psalm zu lesen, aber wo er wird bei uns sein, und dann, wo er uns wird bewahren, und dann das Letzte, er wird uns aus diesem Leben rausgehen, und er wird uns bewahren, wo wir in jenem Leben ankommen. Dass wir unseren Gott leben, door met dem unsere Gedanken und Zielen angewendet worden. Aber nu zu den nächsten Gebot. Das ist ein anderes. Das ist ähnlich das erste, und doch, das ist mit, ich würde sagen, lieber, das ist mit das erste verbunden. Weil wir uns an diese beiden holen, da wo wir keine Schwierigkeiten mit dem Gesetz haben. Ja, wir keine Schwierigkeiten haben, und nicht mit dem Gesetz Gottes, da wo wir keine Schwierigkeiten haben. In der Welt wird Gott am meisten nicht recht erkannt. Die Menschen, ja, die sagen, du hast eine hechte Kraft, die sagen, du hast Schwierigkeiten sind, wo wir alle beten und dann werden, wo und wo, dann will er sich zu Gott wenden. Aber er kann Gott nicht so als er ist. Aber wie Gott nicht recht erkannt, dann fehlen wir auch in unserem Leib zu unserem Nächsten. Und ich möchte besonders betonen, dort wir uns daran holen und daran denken, dort das zweite Gebot oder das Nebengebot, dort ist krank so wichtig, weil wir dort nicht holen, dann können wir dort erst auch nicht holen. Der Lehre von der Welt, von der ist mehr, du musst für dich selbst sorgen, du musst für dich selbst abpassen, sei dass du selbst wiederkommst, so du kannst merken, und du musst was von dich selbst holen. Und du musst, auf Englisch würde ich sagen, Self-Esteem, du musst doch glauben, dass du wer bist. Dort ist die Welt, sagt, der Nober, der Nächste, der ist in Wirklichkeit sehr viele Umstände, wo er nicht geachtet. Und was kann ich davon reden gehen, oder was kann ich davon reden, wenn ich arbeiten darf? Wovon kann ich merken? Was kann ich merken, wenn ich zur Kirche fahre? Ich kann die Kirche, was kriege ich dafür? Was kann ich damit merken? Oder wenn ich mich befreien darf, was kann ich kriegen aus meinem Heistand? Ist das, was ich kriegen kann, oder ist das, was ich geben kann? Und die Frage ist immer, was kann ich aus diesem gewinnen? Aber wenn wir das Wort Leib betrachten, der Leib fordert nicht, sondern der Leib ist bereit zu geben. Der ist bereit zu dienen. Und du musst uns dort anspornen, auch in uns, weil wir wollen dem Herrn Jesus als ein Heiland haben, dass wir bereit sind zu dienen. Aber wir lesen Matthäus 25, da sagt er uns, dort, was wir getan haben, ein von diesen meine Geringsten, das habe ich mir getan. Und wenn wir hier wieder gehen, dass wir da unser Nober leben aus uns selbst, einer den anderen erbühen, mit einer positiven Aussicht,
en vriendelijkheid begrijzen wordt. We kunnen einer den anderen een zegen zijn. We kunnen aan een zegen brengen. Dat we reden van geven, maar dat gaat verder. Dat fordert ook nog vergeven. Ja, we zijn zo bezorgd, joh, we willen geven en we zullen geven. Maar mijn leven toeheren, dat geven, dat fordert ook vergeven. Dat we vergeven en forgiveness. In onze christelijke gemeenschap is zoveel haast, zoveel neid, zoveel oor, zoveel bezit, waar we einer den anderen niet kan gescheit aankijken, niet kan bescheid begrijpen, en luisteren niets met dit te doen hebben. Mijn leven toeheren, Jezus zegt, we zullen onze noben leven als onszelf. Dit gebod zegt, du zoust. Dat wordt niet gezegd, het wordt goed zijn wanneer du dat doet, sondern dit gebod zegt, du zoust de nächsten leven als jezelf. Laten we hier, wanneer du niet recht met die nächsten stehst, dan stehst du ook niet recht met God. Dat is recht hard voor een schiewer, dat worden schwaar kunnen verdrijven, maar mijn leven hier, wanneer du niet recht stehst met die nächsten, dat door schwierigheden, ooienis en zorgen en strijd en jachten is, dan stehst du ook niet recht met dienen God. We kunnen niet onze nobele huizen en God leven. Eerst Johannes merkt dat zeer klar. Ik ga hier niet Tito en net zo eigenlijk den ganzen eersten Johannesbrief lezen, wo dat door reden dat van de leven. Zoveel van onze mensen, die lijden in ihren verhältnis met ihrem God. Zoveel die hebben zo'n zwakke geestelijk leven. En zo wil ze niet recht met ihren Nächsten zijn. Wil ze zang, strijd en allerhand bij het is. Dan kunnen zij, doordat lijden zij, mijn leven toeheren. Want du lijden is in je geestelijk leven, dat du niet de vrede am Herrn hast. Dat zo schwach is, dat vrede. Sto ik recht met mijn Nächsten, zoals Jezus hier zegt, dat we zullen. Want du dat niet is, dan wirst du ook niet de vrede am Herrn haben. Mocht du kannst nicht recht mit Gott stehen, wenn du das erste Gebot holen lässt, wenn du das zweite nicht holen lässt. Vergeben, um Vergebung zu haben, und du wirst wenn du wirst vergeben und Vergebung erlangen, dann wirst du dich verwundern, was er von einer Veränderung in deinem Leben merken wird. Mocht der Herr das geben, dass er mocht, und wirklich, dass wir können Gott leben von ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit unserem Verstand und uns Denken angetrokken wird, aber dann auch unseren Mitmenschen zu leben. Und wenn wir noch einmal das betonen, weil wir mit unseren Mitmenschen nicht recht stehen, da stehen wir auch mit unserem Gott nicht recht. Mocht der Herr das in unseren Herzen arbeiten und uns den Leben die Friede geben. Wir haben noch zu beten. Ons grote God en lieve hemelse Vader, we komen naar die. Zijn die dank voor die woord wat u ons gegeven is, besonders dat u ons in deze tijd, wanneer een zware tijd is, worden, zoveel verhängnisvolle passeren dat, voordat u ons die woord gegeven is, en dat we kunnen die komen, en dat we onze leven te die kunnen hebben, en dat u ons dan verspreken hast, niet te verlaten en niet te verziemen, dat we kunnen zijn met die woord, de Heer is ons helpen, we worden ons niet vechten. Vader, nog eenmaal dankzij voor die moed. En we bidden dat u mocht met ons zijn. We bidden voor die wat er krank zijn, wat er schwierigheden zijn, wat er thuis in isolation zijn. Dat u mocht bijstaan en helpen. En Vader, we bidden ook voor die wat er zware tijden gaan, wat te kampen hebben. Dat ook daar mocht. Die Heilige Geest uitgeeft niet aan dat ze kan. De geestelijke gezondheid krijgen. Ja, Vader, we weten dat er zijn zoveel mensen. Die zijn geestelijk krank. En Vader, we bidden dat u mocht geven, die geest mocht geven, dat ze kan tot de geestelijke gezondheid komen. Vader, dat bidden we in. Bidden om dienen zijn, ook voor die volk Israël. En Vader, we bidden dat in Jezus zijn namen. Amen. Al het andere wordt verder, we zijn niet acht te bidden. We hebben alle top op onze knieën gaan, dat iedereen kan uit op stelles en geloven die Herrn brengen, wo immer de Herr ons gereed heeft. Hier wendet euch mit mir zum stilles und gläubiges Gebet.
Herr, hör unser Gebet und sei uns gnädig. Zum Schluss wollen wir Nummer 239. Mein Jesu, ich lieb dich. Nummer 239, wo wir abstehen. Mein Jesu, ich lieb dich, ich weiß, du bist mein. Die Lust dieser Welt kann mich nicht mehr freien. Nie habt eine Freundin, so hoch ich euch schätzt. Wenn ich dich liebte, mein Jesu ist jetzt. Ich lieb dich, weil du mich zuerst hast geliebt. Weil dein Tod am Kreuze Erlösung mir gibt. Ich lieb dich, weil Dornen dein Haupt einst verletzt. Wenn ich dich liebte, mein Jesu ist jetzt. Ich lieb dich im Leben, ich lieb dich im Tod. Ich preis dich so lange, mir Odem schenkst Gott. Ich sag's noch bei Deck mich auch im Schweiß zuletzt. Wenn ich dich liebte, mein Jesu ist jetzt. Vom himmlischen Tempel, die Sünde bei sich, verjetzt sich dem Jammer, der hinter mir liegt. Und singt in der Krone mit Sternen beisetzt. Wenn ich dich liebte, mein Jesu ist jetzt. Thank you. Mocht je met den zijn en loten, zo ze lezen in 4 Mose kapitel 6, vers 22 tot 27, wo dat zegt, de Herr redt met Moses en zei, sei Aaron en zijn zeens, en zei, zo zal je zijn tot de kingen Israël, wanneer je aan zeiden. De Herr zegen die en behüte die, de Herr laat zijn aangezicht dagen over die en ziet die gnädig. De Herr heeft zijn aangezicht over die en geeft die vreden. Dan zo zal je mijn namen op de kingen Israël leggen, wanneer je aan zeiden. So. Maar ik mag nog een vers met je loten. Nog, is mir noch sehr wichtig, dass wir eigentlich nur dessen dann sollen wir abhören, noch ein Vers weit noch. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 58, wo er sagt, da wir, meine liebe Brüder, liebe Gemeinde, seid fast unbeweglich, nehmt immer Taum Wort des Herrn, will sie weiten, dass jene Arbeit nicht vergeblich ist an dem Herrn. Das was sie glauben. Das was sie glauben, an dem Herrn zu leben. So geht und Frieden des Herrn.